Es ist jetzt bereits ein Jahr her, wo ich das erste Video über die Ricoh GR3 hochgeladen habe und heute wollte ich euch ein paar Einstellungen zu der Kamera zeigen. Und zwar fotografiere ich irgendwie nicht mehr RAW in letzter Zeit, sondern bin eher ein bisschen auf JPEG unterwegs, und es gibt eigentlich einen easy Weg, die Farbeinstellungen, die man haben möchte, schon in Camera zu erzeugen. Die sind dann praktisch auf die JPEGs eingebrannt, und das geht über Filmrezepte. Es gibt eine Auswahl von ziemlich vielen verschiedenen Filmrezepten. Ich habe euch jetzt mal meine zwei liebsten vorbereitet. Und zwar gibt es einmal einen Schwarz-Weiß-Film mit einem Rotfilter und ein Preset, das heißt Americana. Und es kommt eigentlich einem Farbnegativ-Film ziemlich nah, oder auch Portra, oder ja, ich weiß nicht. Das Preset gefällt mir persönlich sehr gut. Man muss nichts nachbearbeiten. Die Bilder kommen super aus der Kamera raus, und das zeige ich euch jetzt. Alles klar, also wir schalten dazu erstmal die Kamera ein und drehen hier oben auf U1 in meinem Fall. Ihr könnt aber auch U2 oder U3 nehmen. Zunächst einmal gehen wir dann ins Menü, und dort seht ihr schon, unter dem Fotoreiter habt ihr hier die Möglichkeit, die Bildsteuerung auszuwählen. Wir sind jetzt gerade in Standard drin. Wenn ihr da drauf geht, habt ihr hier die verschiedenen Möglichkeiten. Für das Americana Color Rezept gehen wir hier unter den Farbpositiv-Film. Zunächst geht ihr hier auf den Knopf FN, und dann kommt ihr hier in die Einstellungen, wo ihr die verschiedenen Sachen verstellen könnt. Farbsättigung, den Farbton und so weiter. Für dieses Preset oder Rezept, wie man das so schön nennt, machen wir jetzt erstmal bei der Farbsättigung eine +2 hin. Beim Farbton ebenfalls +2. Dann habt ihr die High-Low-Key-Anpassung. Da gehen wir auf +1, das passt soweit. Kontrast auf 4. Dann habt ihr hier den Highlight-Kontrast, im Deutschen heißt das Spitzlichter. Da kommt ihr auf -3. Die Schatten, da gehen wir auf +4. Dann habt ihr noch die Schärfe, das ist +1. Und die Schattierung auch auf +1. Dann die Clarity, das in dem Fall heißt es hier auch Schärfe, das haben sie nicht ganz so schlau gemacht. Da bleiben wir auf +2. Das war es jetzt erstmal mit den Einstellungen für den Farbpositiv-Film. Wir gehen jetzt zurück ins Menü, und dort geht es dann weiter mit der Highlight Correction. Dann habt ihr die Bereichskorrektur. Dort habt ihr dann nochmal eine Unterteilung in Highlight Correction und die Shadow Correction. Das wäre jetzt hier einmal Spitzlichtkorrektur. Die lassen wir an. Und die Schattenkorrektur, die wird auf schwach eingestellt. Dann steht hier noch die Peripheral Illumination Correction, und das wäre die periphere Belichtungskorrektur, und die lassen wir auf an. Dann habt ihr hier noch die High ISO Noise Reduction, das ist die Rauschreduzierung, und die lassen wir aus. Jetzt kommen wir zum Weißabgleich. Den findet ihr auch wieder hier in dem Fotoreiter links. Unter dem Weißabgleichreiter müsst ihr dann ganz runter auf das K gehen. Das ist die Farbtemperatur, und dort drückt ihr wieder auf das FN. Dann habt ihr hier links erstmal die Möglichkeit, eure Temperatur einzustellen. Für das Preset gehen wir jetzt auf 5250 Kelvin, und jetzt müsst ihr auf Display drücken, damit ihr dann hier rüber kommt. Und hier geben wir dann noch ein für das Preset A10 und G5. Also nach oben G5 und dann noch nach rechts auf A10. Und jetzt seht ihr schon, ist das Bild relativ warm geworden, und das ist genau richtig so. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die ISO-Range, und da müsst ihr nur hier runter gehen. Und dort seht ihr dann schon die ISO-Einstellung. Die ist jetzt gerade auf 5000 eingestellt, weil es hier relativ dunkel ist. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr die automatische Obergrenze einstellen vom ISO. Und ich habe die auf 6400, und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Das passt also soweit. Und jetzt können wir aus dem Punkt auch schon wieder rausgehen. Jetzt bleibt eigentlich nur noch übrig, diese ganze Einstellung zu speichern. Und dazu geht ihr hier auf das C. Und dort habt ihr die Möglichkeit, auf Einstellung speichern zu gehen. Und da ich das Preset schon gespeichert habe, ist es hier auf Box 1. Ich gehe jetzt aber nochmal drauf für euch. Und zwar seht ihr dann hier auch die Wahltaste. Opala. U1 ist ausgewählt, Americana, dort klicke ich drauf. Dann könnt ihr das noch benennen. Ich habe das nach dem Preset benannt, deswegen lasse ich das auch so. Drücke auf Bestätigen, und da ist das Preset. Einmal auf OK. Die Kamera akzeptiert das, und jedes Mal, wenn ihr es jetzt ein- und ausschaltet, habt ihr dann hier auch wirklich das Preset am Start. Das seht ihr dann hier, steht Americana. Wenn ich jetzt switche zu meinem zweiten Reiter, dann habe ich meine Slow-Shutter-Einstellung. Die ist ein bisschen anders. Und ja, das war es eigentlich soweit. Und jetzt habt ihr euer Filmrezept auf die JPEGs eingebrannt. Könnt natürlich auch RAW fotografieren. Alles gar kein Problem. Dann könnt ihr auch noch irgendwelche Presets in Lightroom drüber legen. Genau.
Es gibt natürlich mehrere Presets. Ich habe euch den Link zu der Seite unten in die Videobeschreibung gepackt. Dort könnt ihr euch dann Filmrezepte aussuchen, die euch persönlich am besten gefallen, und dann könnt ihr das im Menü genauso eingeben, wie ich euch das gezeigt habe. Da ist eigentlich alles, was ihr braucht. Für den Schwarz-Weiß-Film, den ich genommen habe, den habe ich euch natürlich jetzt auch nochmal hier kurz gezeigt. Das ist der Black and White mit dem Red-Filter. Und den finde ich auch schon ganz gut. Falls ihr das erste Video zur Ricoh GR3 Street Edition noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch hier oben in der Infokarte. Da könnt ihr euch das gerne anschauen. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.